Ups, war das so vorgesehen oder können wir das um einiges besser? Immer wieder sehe ich in anderen Ratschlagvideos, dass es tatsächlich Leute gibt, die so einen wackelnden Rand abschneiden. Das ist grundsätzlich falsch und vor allem, es geht auch vom Werkzeug her um einiges besser. Darum soll es jetzt in diesem Video gehen. Zuerst mal, wie geht es vom Handwerklichen besser? Und zwar muss man die Nadel einfach anders halten. Nicht freihändig, sondern ich lege die hier an den Daumen an. Der ist außen am Gefäß und innen ist der Zeigefinger. Und ich führe die Nadel direkt zum Zeigefinger. Und wenn ich spüre, dass ich durch bin, hebe ich ab. Und das möglichst in 2, 3 Umdrehungen. Ja, vielleicht auch 5, das kommt darauf an, wie dick es ist und wie sehr das wackelt. Aber es geht noch um Welten besser. Und zwar, meistens nimmt man das, was man da hat. Manchmal nehme ich sogar hier so ein Messer oder dieses Messer. Aber es gibt in jedem Haushalt etwas, was viel, viel besser ist. Und zwar hier, ja, es ist schwer mit dem Fokus, eine stinknormale Nadel. Schaut mal, wie viel dünner die ist und wie viel weniger Widerstand die wohl beim Abschneiden bieten wird. Und einen alten Korken, den wird man ja wohl im Haushalt haben. Nehmt eine Zange und schon geht's los mit dem Selbermachtool. Sucht am besten die Stelle, wo der Korkenzieher schon eine Vertiefung gemacht hat. Und jetzt steckt ihr mit dieser Zange einfach die Ösenseite der Nadel in den Korken hinein. Wenn es etwas schwer geht, dann könnt ihr es auch hier gegen den Tisch drücken. So. Und schon habt ihr eigentlich ein Tool aus Mitteln, die höchstwahrscheinlich in jedem Haushalt bereits herumliegen. Während des Gebrauchs gehört diese Nadel hier in den Schwamm hinein. Dadurch kann sich kein harter Tonklumpen am Ende bilden oder ihr lasst es hier im Wasser schwimmen, aber ich sage euch gleich, im Lauf des Töpferlebens, ihr werdet euch 2, 3, 4 Mal stechen. Kommt immer vor. Und jetzt schauen wir mal, was dieses kleine Tool beim Abschneiden kann. Kaum Widerstand, geht durch wie das Messer durchs Brot. Kann man auch üben, aber macht man natürlich nicht. Aber probiert es aus. Es gibt nichts Besseres. Ich habe mich gewundert, dass andere Töpfer das überhaupt gar nicht so auf dem Schirm haben, aber scheinbar muss man selbst die simpelsten Dinge immer wieder erwähnen. Kleiner Ratschlag noch am Ende: Entsorgt die Nadel jedes halbe Jahr. Sie rostet durch und es ist ein verdammt schlechtes Gefühl, wenn irgendwo im Restton solch ein Nadelstück steckt.